Hallo und guten Morgen, heute ist Sonntag, der 31. März 2024 und es ist Ostern. Da wären wir jetzt nicht drauf gekommen. Hallo, guten Morgen und frohe Ostern. Aber wir feiern heute nicht nur Ostern, es gibt noch einen zweiten Grund zu feiern. Unser Brixi hatte am 26. März Geburtstag. Dann wird es heute ja feucht und fröhlich werden. Also so wie das letzte Video aufgehört hat. Ha, ha, ha. Wieder sehr witzig. Das gefällt euch. Aber ihr habt natürlich recht, nachher wird groß gefeiert und nachher bekommst du auch dein Geschenk. Aber Yellowstone hat schon jetzt etwas für dich. Ja, du hast heute frei. Ich übernehme das Zählen komplett allein. Dankeschön. Na, das war mir klar, dass dir das gefällt. Apropos Zählen, bevor es losgeht. Wir haben nochmal die Zahlen überprüft in den letzten Tagen und mussten dabei feststellen, dass bei einigen Tüten die Werte nicht korrekt waren. Daher müssen wir den aktuellen Gesamtstand korrigieren. Anstatt bei 7.966 stehen wir aktuell bei 7.976. Und du bist sicher, dass du das heute alleine hinbekommst mit dem Zählen? Darauf kannst du einen lassen. Jetzt fängt er auch damit an. Ja, Brixi hat doch heute frei. So gesehen. Dann legen wir mal los. Heute stehen an die Tüten Nummer 27 im Mittelteil und Nummer 35 im Heck. Außerdem werden die Steuerungseinheiten der Dampfmodule für Schornstein 3 und 4 montiert, sowie weitere Beleuchtungselemente. Unter anderem wird die Beleuchtung im Mittelteil heute abgeschlossen. Wir starten mit den Tüten Nummer 27 und mit Joe und seinen Männern. Los geht's. Jim, du hilfst beim Bauen. Leg den Besen weg. Okay, Boss. Auf geht's, Männer. Erst die grauen Platten. Ups. Die Grauen liegen falsch. Aufpassen, Rick. Jim. Autsch. Volltreffer. Sorry, Jim. Alles okay, Jim? Kopf tut weh, aber geht schon. Autsch. Oh Mann, was für Chaoten.
Feierabend. Bedingt durch die Position der Steuerungseinheit des Dampfmoduls für Schornstein 3 kann ich den Verbindungsdraht, der von der Steuerungseinheit kommt, dieses Mal nicht durch dieses Pinloch führen. Daher schaffe ich jetzt auf dieser Seite eine Öffnung, indem ich hier diesen weißen Sechserstein durch zwei weiße Zweiersteine aus dem eigenen Vorrat ersetze. Damit dieser beigefarbene Stein weiterhin Halt hat, verlege ich zunächst diese gelbe Sechserplatte vom Boden hier nach oben. Auf der gegenüberliegenden Seite des Unterbaus befindet sich zwar eine Öffnung, aber um den Draht dorthin durchzuführen, ist er zu kurz. Durch diese damit entstandene Öffnung wird dann der Verbindungsdraht, der von der Steuerungseinheit kommt, in den Unterbau geführt. Abschließend ersetze ich diese Zweierfliesen durch die von mir im vorherigen Video vorbereiteten Zweierfliesen mit LED. Deren Anschlussdrähte werden dann anschließend durch die bereits vorhandene Öffnung aus dem Unterbau ins Innere des Schiffs geführt.
Für die Beleuchtung der Fenster dieses Bauabschnitts ist von Game of Bricks dieses LED-Band aus der Tüte C vorgesehen. Die beiden Teile des LED-Bandes werden jeweils direkt hinter den Fenstern platziert. Der Verbindungsdraht wird durch die vorhandene Öffnung hindurchgeführt und auch der Anschlussdraht wird durch diese Öffnung anschließend nach innen geführt. Um die LED-Bänder hinter den Fenstern etwas besser in Position zu halten, platziere ich an den Öffnungen jeweils einen solchen schwarzen 1er Lochstein und führe dort den Draht, das LED-Band hindurch. Leider lassen sich aber auch damit die LED-Bänder hinter den Fenstern nicht perfekt positionieren, da sie dort sehr viel Spielraum haben. Den Schornstein, die beiden Rettungsboote und die beiden Davids lege ich wieder beiseite, da diese, wie bereits schon mehrfach erwähnt, erst am Ende des Projekts montiert werden. Am Fuß des Schornsteins habe ich, wie bereits auch schon bei Schornstein 1 und 2, die vorhandene graue Platte durch eine graue Lochplatte der gleichen Größe ersetzt. Den Fuß lege ich zunächst hier in den Unterbau. Durch diesen wird, wie auch schon aus dem vorherigen Video bekannt, gleich der Verbindungsdraht von der Steuerungseinheit kommend hindurchgeführt. Die verbliebenen Bauelemente werden nun montiert. Zunächst habe ich auch hier wieder einige Steine entfernt. Die Steuerungseinheit habe ich bereits platziert und jeweils wieder mit 2 solcher schwarzen Fugensteine fixiert. Zur abschließenden Fixierung habe ich dieses Mal keine schwarze Achterplatte verwendet, sondern diese beigefarbene Achterfliese. Hierbei handelt es sich auch wieder um einen Stein der Titanic, der übrig ist, weil ich ihn durch andere Steine ersetzt habe in der Vergangenheit. Um die vorhandenen Drähte und das unter der Strebe befindliche Achter Expansion Board etwas einzufassen, verwende ich zum einen hier diesen roten Achterstein und hier auf der anderen Seite diesen schwarzen Viererstein sowie diesen grauen Achterstein und einen weiteren solchen schwarzen Viererstein. Bei diesen handelt es sich ebenfalls um Steine von der Titanic, die durch andere ersetzt wurden. Natürlich habe ich den Betriebsmodus der Steuerungseinheit vor dem Einbau auf Dauerbetrieb gestellt. Der Anschlussdraht der Steuerungseinheit ist mit diesem 4er Expansion Board verbunden, an welchem ich bereits schon im vorherigen Video auch die Steuerungseinheit von Schornstein 2 angeschlossen habe. Nun werden die entfernten Teile wieder zurückgebaut. Der von der Steuerungseinheit kommende Verbindungsdraht wird nun durch die vorhin vorbereitete Öffnung ins Innere des Unterbaus geführt und anschließend durch die Lochplatte nach oben. Nach der Fixierung des Schornsteinfußes mit den zuvor entfernten Pins kann der Unterbau fest montiert werden. Am Drahtende wird wieder ein 2er Expansion Board befestigt, an welchem wiederum später das Dampfmodul angeschlossen wird. Die Anschlussdrähte der beiden LEDs werden an einem bereits schon in einem früheren Video vorbereiteten 4er Expansion Board angeschlossen. Um die vorhandenen Drähte und das 4er Expansion Board einzufassen und um dem noch folgenden darüberliegenden Bauabschnitt etwas mehr Halt zu geben, ergänze ich jetzt noch folgende weitere Steine an dieser Stelle. Diese graue 12er Platte, daneben diesen beigefarbenen 12er Stein, auf welchem sich wiederum 4 solcher 1er Platten befinden. Bei all diesen Steinen handelt es sich ebenfalls wieder um Steine der Titanic, die zu einem früheren Zeitpunkt durch andere ersetzt wurden. Jetzt platziere ich zunächst diese beiden 6er Fliesen. Nun wird die Beleuchtung dieses Bauabschnittes an dem letzten verbliebenen freien Anschluss des Expansion Boards angeschlossen und der Bauabschnitt abschließend fest montiert. Zuvor ergänze ich noch eine solche 6er Platte aus dem eigenen Vorrat, um die Drähte einzuschließen. Mit der abschließenden Montage dieser beiden Sitzbänke sind die Tüten 27 abgeschlossen.
Das waren die Tüten 27 und wir hatten, wie wir bei Yellowstone sehen, 191 Steine. Ich hoffe, der Wert ist korrekt. Darauf kannst du einen lassen. Übrig sind 0 Steine. Und wieder ein großes Dankeschön an Joe und seine Männer. Wir sehen sie als Gäste wieder nachher bei der großen Party. Yeah, Party! Na, jetzt fehlt auch bei dir nur noch der Liegestuhl. Apropos Liegestuhl und Freihaben. Jetzt habe ich mal einen Witz. Nach den vielen Witzen von Brixie im letzten Video. Ein Angestellter überlegt, wie er ein paar Tage Sonderurlaub bekommen kann. Am geeignetsten erscheint ihm, verrückt zu spielen, damit sein Chef ihn für ein paar Tage zur Erholung nach Hause schickt. Er hängt sich also im Büro an die Zimmerdecke. Nach ein paar Minuten kommt der Chef herein, sieht seinen Angestellten an der Decke hängen und fragt verdutzt: Schulze, wieso hängen Sie an der Zimmerdecke? Ich bin eine Glühbirne. Sie müssen verrückt sein. Gehen Sie besser mal nach Hause für den Rest der Woche. Am Montag sehen wir weiter. Der Mann geht, seine Kollegin auch. Auf die Frage des Chefs, warum sie denn auch gehe, sagt sie: Im Dunkeln kann ich nicht arbeiten. Okay, das reicht dann auch. Was ist das denn? Unser Ostergeschenk für dich. Oh, Dankeschön. Das ist ja lieb von euch. Eure Geschenke stehen dort. Da könnt ihr euch nachher drauf stürzen. Jawohl, Chef. Ja. Nee, glaube ich nicht. Boah. Boah. Schon wieder. Boah. Ihr könnt es echt nicht lassen. Aber Wir wir haben haben doch gar nicht. Dafür gibt es keine Geschenke. Hast du? Nee. Du etwa? Nein, ich auch nicht. Haha. Reingelegt. Da ist überhaupt nichts mit dem Ei. Alles in Ordnung. Ganz toll. Haha. Sehr lustig. Lecker. Schatzkeks. Das war gemein. Aber der war gut. Ja, stimmt. Okay. Und da hinten sehe ich auch schon den nächsten Gast kommen. Hasi! Okay. Hasi? 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 Okay.
Noch mehr Hasis? Na gut, wir machen erstmal weiter. Für uns heißt das jetzt wieder was? Arbeiten. Für die Beleuchtung der 8 Bullaugen, der 8 Fenster hier im Unterbau von Schornstein 4 sind von Brickshine 8 Einzel-LEDs 8 Bitlights vorgesehen. Das werde ich in diesem Fall nicht umsetzen, da sind mir zum einen zu viele Drähte und auch zu viele Anschlussstecker. Hier habe ich mir eine andere Lösung überlegt, nämlich mit diesem 10er LED-Band von Game of Bricks, welches ich nicht mehr benötige. Zunächst werden einige Steine entfernt. Die ersten 4 der LEDs des Bandes werden hier auf dieser Seite für diese 4 Fenster eingesetzt. Dann wird das Band um die Ecke herum auf die andere Seite geführt, wo die letzten 4 LEDs für diese 4 Fenster verwendet werden. Und auf dieser Seite wird dann auch der Anschlussdraht nach innen geführt. Dieser weiße 6er Stein und diese 3 grauen Palisadensteine werden gleich durch andere Steine ersetzt, daher lege ich sie in den Vorrat. Zunächst werden weitere Steine entfernt, unter anderem diese 8 Lochsteine. Dann wird das eine Ende des LED-Bandes mit diesem verbliebenen grauen Palisadenstein hinter dem Lochstein fixiert. Auf dieser Seite ersetze ich diese entfernten Palisadensteine durch jeweils 2 dieser schwarzen runden 1er Steine, damit das LED-Band beim Führen um die Ecke nicht zu stark umgeknickt wird. Um das Licht dieser beiden nicht benötigten LEDs nach außen abzuschirmen, würde ich jetzt dafür wieder einen solchen schwarzen Fugenstein verwenden. Das ist dieses Mal aber nicht möglich, da diese Seite des Unterbaus offen sichtbar ist. Daher verwende ich dieses Mal einen solchen weißen Fugenstein. Bei diesem ist jedoch das Problem, dass das Licht der LEDs hindurch scheint. Daher habe ich die Innenseite dieses weißen Fugensteins mit schwarzer Modellbaufarbe angemalt. Um den Anschlussdraht an dieser Stelle ohne einzuklemmen ins Innere führen zu können, ersetze ich diesen bereits entfernten Palisadenstein ebenfalls durch diese 2 schwarzen runden 1er Steine. Dann werden die 2er Lochsteine wieder an ihren Platz gebracht. An den Ecken ergänze ich noch jeweils einen solchen weißen 1er Stein. Für die Beleuchtung von Schornstein 4 ersetze ich jetzt auch hier diese beiden Zweierfliesen durch die vorbereiteten Zweierfliesen mit LED. Dadurch ist es jetzt aber nicht mehr möglich, diese ursprüngliche weiße Stange wieder zu platzieren. Daher ersetze ich diese beiden Stangen durch eine jeweils kürzere Stange aus dem eigenen Vorrat. Zur Vereinfachung der Verkabelung fasse ich die Anschlussdrähte der beiden LEDs und des LED-Bandes an diesem 4er Expansion Board zusammen und schließe an diesem einen solchen 15 cm Verbindungsdraht von Game of Bricks an. Um die Drähte und das Expansion Board im Innern des Unterbaus zu halten, verschließe ich die Öffnung mit diesen 3 Steinen. Dabei handelt es sich um Steine der Titanic, die ich durch andere in der Vergangenheit ausgetauscht habe.
Der Verbindungsdraht wird dann durch die verbliebene kleinere Öffnung nach außen geführt. Und wir haben erneut in der Bauanleitung einen historischen Fakt zur Titanic. Diese hatte 4 Schornsteine, allerdings waren nur 3 davon funktionstüchtig. Der hinterste war eine Attrappe, die ausschließlich ästhetischen Zwecken diente. Auch bei den Tüten 35 lege ich die Rettungsboote und die Davits für die spätere Montage zunächst beiseite. Auch hier habe ich am Fuß die vorhandene graue Platte durch eine entsprechende Lochplatte ersetzt und den Fuß des Schornsteins in den Unterbau gelegt. Und damit kann ich auch Schornstein 4 zunächst beiseite legen. Für den Einbau der letzten Plattform für Schornstein 4 im Heck musste ich auch hier zunächst einige Steine entfernen. Als Basis für die Plattform habe ich hier auf dem Kabelkasten bereits 4 dieser grauen Palisadensteine und eine solche schwarze Zweierplatte angebracht. Die Plattform selbst besteht aus dieser großen weißen Platte. Diese stammt aus den Tüten 45, die erst im nächsten Video verbaut werden. Dort wird diese Platte durch andere Steine ersetzt. Weiterhin 3 dieser grauen 12er Platten, die von den Schornsteinen stammen, 2 dieser weißen 6er Steine und diese beiden grauen 8er Fliesen. Um die Plattform auf der anderen Seite zu befestigen, ergänze ich jetzt hier noch einen weiteren dieser weißen 6er Steine. Bevor die Plattform montiert wird, befestige ich auf der Unterseite noch diese beiden grauen Platten mit Pinnloch, die in einem der früheren Videos schon vorbereitet wurden. Am Ende des Anschlussdrahtes der Steuerungseinheit befestige ich jetzt ein solches Zweier Expansion Board, worüber die Steuerungseinheit dann mit dem Hauptstrom verbunden wird. Wer ein gutes Auge für Details hat, dem wird auffallen, dass dieses Expansion Board nicht mehr weiß ist, sondern schwarz. Das liegt daran, dass ich mittlerweile keine Zweier Expansion Boards mehr habe, die aus dem Lightkit Brickshine stammen. Ich musste weitere dieser Expansion Boards nachkaufen. Solche Zweier Expansion Boards bietet nur der Hersteller Light by Bricks an, in einer Packung mit jeweils 4 Stück. Leider sind diese aber auch sehr teuer. Davon habe ich 2 Packungen gekauft, da ich noch weitere dieser Zweier Expansion Boards für die restliche Elektrifizierung benötigen werde. Die Steuerungseinheit wird wie auch schon bei den anderen zuvor mit 2 dieser schwarzen Fugensteine auf der Plattform befestigt. Über diesen weißen Zweier Lochstein führe ich den Anschlussdraht dann nach unten. Zur abschließenden Fixierung der Steuerungseinheit benutze ich hier wieder keine schwarze Achterplatte, sondern 2 dieser schwarzen Vierersteine. An dieser Stelle ein kleiner Nachtrag zum letzten Video. Falls ihr euch gefragt habt, warum Brixi an der Stelle, als ich den Einbau der Steuerungseinheit von Schornstein 2 beschrieb, so fragend geguckt hat, das lag daran, weil ich da sagte, ich hätte die Steuerungseinheit abschließend mit einer schwarzen Achterplatte fixiert. Im Video war das aber nicht der Fall. Das hatte ich vergessen, das habe ich später dann nachgeholt. Bis auf den weißen Zweierlochstein, der aus dem eigenen Vorrat stammt, handelt es sich bei allen anderen hier verwendeten Steine um welche von der Titanic, die in der Vergangenheit durch andere ersetzt wurden. An dem bereits vorhandenen 8er Expansion Board habe ich über einen Verbindungsdraht ein weiteres 6er Expansion Board angeschlossen.
An diesen wiederum werden die meisten der noch ausstehenden Beleuchtungselemente des Hecks angeschlossen. Nach dem Rückbau der Streben wird nun der Verbindungsdraht, der von der Steuerungseinheit kommt, wie schon bekannt, durch den Unterbau und die Lochplatte nach oben geführt. Und auch hier wird an den Verbindungsdraht ein Zweier Expansion Board angeschlossen, um darüber später das Dampfmodul zu verbinden. Nachdem die Beleuchtung des Unterbaus über den Verbindungsdraht mit dem eben platzierten 6er Expansion Board verbunden wurde, können alle entfernten Steine wieder zurückgebaut werden. Das waren die Tüten 35. Dieses Mal sind 7 Steine übrig. Kommen wir direkt zu unserer Tabelle. Bei den Tüten 27 waren es 191 Steine und jetzt bei den Tüten 35 184 Steine. Und damit hatten wir heute insgesamt 375 Steine und stehen bei 8351. Brixi. Und wer sind die vielen Hasis? Das sind seine 2 Brüder und Schwestern. Okay. Ich habe sie zur Party eingeladen. Das ist doch okay, oder? Klar. Je mehr, desto besser. Aber vorher, wie immer kurz vor dem Ende, der Test der verbauten Beleuchtungselemente. Irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Auf der Steuerbordseite die Beleuchtung der beiden großen Fenster, in der Mitte die beiden LEDs zur Beleuchtung von Schornstein Nummer 3 und ebenfalls auf der Backbordseite die Beleuchtung der beiden großen Gitterfenster. Im Heck zunächst auf der Steuerbordseite schön zu sehen die Beleuchtung der 4 Bullaugen der 4 Fenster, dann in der Mitte die beiden LEDs zur Beleuchtung von Schornstein Nummer 4 und abschließend ebenso auf der Backbordseite die Beleuchtung der 4 Bullaugen der 4 Fenster mit Hilfe des LED-Bandes. Da kann es einer kaum abwarten. Es geht gleich los und du bekommst auch gleich dein Geschenk. Aber ein Gast fehlt noch. Ich glaube, da kommt sie. Hallo Melissa. Hallo, schön hier zu sein. Ja, freut mich auch. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ja, das stimmt. Joe und seine Männer hatten heute ihren letzten Auftritt. Aber wir sehen euch natürlich wieder im großen Finale. Bis dahin habt ihr frei und Joe und seine Frau Melissa fahren in Urlaub. Richtig? Genau, wir fahren ans Meer. Dann wünschen wir euch allen einen schönen Urlaub und erholt euch gut. Danke. Und wir sehen uns wieder im großen Finale. So, jetzt aber, bevor da noch einer platzt vor Neugier auf sein Geschenk. Aber zuerst Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Brixie. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Brixie. Happy Birthday to you. alles Gute zu deinem Geburtstag, Brixie. So, und nun endlich dein Geschenk.
Das ist für mich? Ja, das ist von uns allen für dich. Wow. Das wird aber erst noch gebaut von Joe und seinen Männern. Ui. Natürlich erst, wenn sie aus dem Urlaub zurück sind. Vielen lieben Dank an euch alle. Das ist ja mega toll. Mein eigenes Häuschen. Okay. Und damit würde ich sagen, das war dann wohl der Startschuss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.